Das Jahr 2026 begann für den Kreml äußerst beunruhigend. Russland hat Assad abgespeckt, allerdings nicht durch Diäten, sondern durch den Verlust von verbündeten Einfluss und Reputationen. Eines bleibt jedoch unverändert, die Treue zu den Traditionen. So gilt beispielsweise nach wie vor die Tradition, Russen lassen die ihrigen nicht im Stich. Den flüchtigen Ex-Präsidenten Janukowitsch hat man nicht im Stich gelassen. Er ist einfach nicht mehr relevant. Bashar al-Assad hat man nicht im Stich gelassen. Er ist jetzt einfach vorübergehend autonom. Nicolás Maduro hat man nicht im Stich gelassen. Er ist lediglich in den Modus Teilnehmer nicht erreichbar gewechselt. Diese Tradition hat jüngst ein Update erhalten. 2026 hat sie sich umformatiert zu: Wir intervenieren nicht, wir stehen nicht im Weg, wir nehmen keine Anrufe entgegen. Infolgedessen quält den iranischen Ayatollah nicht mehr die Frage, ob Putin ihn im Stich lässt. Die Frage ist nur noch, wann ist es soweit? Offiziell sind das natürlich keine Verluste, keineswegs. Man nennt es sich schlicht eine personelle Umstrukturierung auf internationaler Ebene. Später behaupten schon lange, Putin müsse ein Handbuch verfassen, 101 Wege, seine Leute nicht im Stich zu lassen, oder ein Hörbuch mit der einzigen Durchsage: Der gewünschte Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. Für immer. Das wäre ja noch in Ordnung, aber selbst unter den treuesten Anhängern des Putin-Systems tauchen allmählich leichte, wie soll man sagen, Fragen auf. Seit langem gibt es Gerüchte, dass in Putins Umfeld nicht alles rosig ist. Die Nerven vieler sind am Ende. Aber Venezuela hat dem Kreml eine echte Meisterleistung in Sachen Nervenkitzel geliefert. Insider-Informationen zufolge wurde Präsident Maduro von seinen eigenen Leuten verraten. Nicht von der Opposition, nicht von US-Außenministerium, nicht von Außerirdischen, sondern von seinem eigenen vertrauten, elitären Umfeld. Analysten scherzen, es sei einfacher, eine Liste derjenigen zu erstellen, die Maduro nie verraten haben. Diese Liste ist allerdings kurz, sehr kurz. Aber es kommt noch schmerzhafter. Der Präsident wurde entführt, im Land herrscht Chaos, die Zukunft ist ungewiss, eine externe Verwaltung wird eingeführt und genau in diesem Moment schießt der venezolanische Aktienmarkt in die Höhe. Die Aktien der größten Unternehmen stiegen von 2 auf 6.000 $. Das heißt, Menschen, die gestern noch leise unter der Diktatur weinten, weinen heute wieder. Aber vor Glück. Ein Paradoxon? Nein, das ist die kalte Logik des Marktes. Investoren interpretierten den Regimewechsel als Signal. Die Sanktionen könnten aufgehoben werden, ausländisches Kapital würde zurückkehren und das ressourcenreiche Land würde die Chance erhalten, neu anzufangen. Genau hier beginnt in Russland die echte Panik. Meinungsführer und Analysten warnen offen. Die Erfahrungen Venezuelas könnten für die russischen Eliten zu einer gefährlichen Versuchung werden. Und jetzt Achtung! Die Frage: Unsere Oligarchen beobachten die Vorgänge in Venezuela mit Sicherheit ganz genau. Dort wurde der Präsident entfernt und sie alle sind um ein Vielfaches reicher geworden. Sie hatten 5 Milliarden, jetzt sind es 20. Zu welchen Schritten wird unsere herrschende Elite bereit sein, um solche Gewinne zu erzielen? Doch es geht längst nicht mehr nur um die Eliten. Überall in Russland laden einfache Bürger massenhaft Videos hoch, die von purer Verzweiflung und grenzloser Wut geprägt sind. Naja, wie man so schön sagt, das war's dann wohl. Bin in den Laden gegangen, einfach nur geschockt von den Preisen. Was vor Neujahr 250 bis 300 Rubel gekostet hat, ist jetzt bei über 500. Auf den Marktplätzen machen reihenweise Läden dicht. Die Leute verkaufen ihr Geschäft. Wohin driften wir ab? Wir sind schon unter das Minimum gesunken. Tiefer geht's nicht mehr. Stopp! Es reicht. Die Situation ist so explosiv, dass selbst die glühendsten Putin-Versteher ihre Beunruhigung nicht mehr verbergen können. Die Preise steigen immer weiter. Seit dem 1. Januar geht es steil bergauf. Und es wird noch lustiger werden. An die Politik gibt es massenhaft Fragen: Preise, Steuern, Entsorgungsgebühren, Bußgelder. Für chinesische Verkäufer sind die Bedingungen auf den Marktplätzen
um ein Vielfaches besser als für russische. Die Russen werden an allen Fronten erstickt. In Kasachstan oder Kirgisistan ist es mittlerweile lukrativer, ein Geschäft zu führen. Im Volk brodelt es allmählich. Die Menschen wollen nicht mehr länger schweigen und ertragen. Und hier hat sich dieser Propagandist entweder versprochen oder er hat sich verplappert. Jedenfalls sprach er das aus, was man eigentlich nicht laut sagen darf. In Russland wurde jeglicher politischer Wettbewerb ausgemerzt. Kritik muss extrem vorsichtig geäußert werden. Anderenfalls wird man zum ausländischen Agenten, Extremisten oder Terroristen erklärt. Man landet im Gefängnis, es werden einem Drogen untergeschoben oder man bekommt plötzlich Herzprobleme. Wir alle wissen genau, in was für einem System wir leben. Und was macht der Kreml? Vor diesem Hintergrund probt der Kreml bereits das Finale des Krieges. Den Beamten wird beigebracht, wie man das Wort Sieg so ausspricht, dass niemand überflüssige Fragen stellt. Die Methode ist simpel. Die Ziele der Spezialoperationen sind erreicht, die Ergebnisse sind erfolgreich und wer anderer Meinung ist, wird einfach nicht gehört. Und nun die entscheidende Frage des Jahres 2026. Wenn wir Putin als nächstes nicht im Stich lassen, das eigene Volk, die Eliten, sein engstes Umfeld, oder werden sie ihn vielleicht als erster nicht im Stich lassen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.